So, neues Wald, neues Glück. Open World. I did want to do something a little different with this level. I wanted it to be more open world feel, and that there was something blocking your progress. So it did encourage people to look closely and see how to unlock this blocked way. And I do like just walking around this level and listening to the beautiful music by Josh Kramer. His work really sets the mood for the whole game. Wie können wir hier... Okay, da müssen wir irgendwie hoch. Wie können wir diese Welt komplett erkunden? Ich würde immer sagen, Step by Step. Oh, scheiße, die Musik ist so geil. My dad built a lot of stuff in his free time. If he wasn't watching fly fishing or reading Tom Clancy novels, he was carving something. He made tons of birdhouses. Not that he was into bird watching, but I think he really missed working and adding on to the home. If he couldn't afford the time to build onto our own house, he would have to settle with watching birds move into their little homes. We kept an old mattress in the bed of that ugly yellow truck, so we would drive it deep into the woods and then watch the birds fly into their houses while the sun set. Usually it was accompanied by venison jerky or a cold Coke, but not a lot of talking, which is how we both liked it. Aber er meinte getrocknetes Fleisch. So. Aber hier... Aber hier haben wir eine Mauer. Das heißt also, theoretisch können wir den ganzen Passus jetzt erkunden. Und hier irgendwas zu erkunden gibt's. Oder uns einfach die Welt angucken. Wie die Bäume nachwachsen. Oder aufrecht stehen. Vielleicht finden wir auch noch andere Tiere. Was gibt's denn hier denn? Eine Meterwand. What? Ja? Even at my most distant, at the Boah, times ich when I bin wieder so detested rum. him the most, he kept reaching out. For a year straight, he asked me every week when we were going camping. I thought he was just dense. Eventually, to shut him up, I agreed. We carried out the worn lawn chairs from the garage and set up a cinder block campfire at the site we'd always used behind the house. We walked down the mountain path, talking in the warm sunshine we only got a couple months of the year. Those 3 obsidian rocks shimmered alongside the shore, almost like sparklers pressed against a dark window.
I'll never forget that wet stone on my feet, or how those massive mountains looked even bigger in the lake's reflection. I felt small, but grateful. As the sun set, my dad found something I hadn't seen for a long time. The tree where I'd made my first carving when I was 6. I hadn't even carved it. My dad had helped me, but I still called it my tree. Something about seeing my name there made me open up, and we talked about everything that night in that old camouflage tent. I told him how much I loved sketching and design, and how it would be a dream to study architecture in Seattle. I told him how I didn't get along with my friends much anymore, but that I didn't mind being alone. He told me he was there for me, and he joked that if all he had to do was write my name on a tree to finally get me to talk, he would have left me carved logs with novels on them in front of my room every morning. I don't know why it took me that long to realize it, but it was then I knew how much he had sacrificed for me. Naja, so ist es eben. Ich sage es gleich. I don't think the first tree could work at all without the music by Josh Kramer. And his music, it's actually publicly available to license, and so it was affordable for me since this was a hobby project. And it's something I like to tell new indie developers all the time, like, you can't afford that composer, you can't afford a full-time programmer. You need to cut corners and finish your game, and the way to do that is to use these amazing publicly available assets that anyone can purchase and license. And so his music is incredible, and I actually haven't talked to him that much, I've just emailed him. But his music was nominated for Most Emotional Music at the Emotional Game Awards in France, and he's just a really nice guy. And I think there's so much amazing content out there that if you're thinking of making a game, like, look around and see what you can make work on a tight budget, because it worked really well for the first tree. Ja, man sieht wirklich immer, Bild erst ein, was die Eltern wirklich opfern mussten, um einfach den Kindern ein gutes Leben zu geben. Das ist wirklich so. Mein Vater ist selbstständig und ist als Beruf Baggerfahrer. Das heißt also, er war immer unterwegs. Er war immer nur Wochenende zu Hause, und da war er auch so zu Hause, dass er nicht wirklich zu Hause war, weil sein Kopf, die Arbeit hat einfach geschlaucht, und ja, die Arbeit hat einfach geschlaucht und er konnte nicht richtig abschalten am zu Hause. Natürlich wussten wir als Kinder nicht, waren wir einfach dumm, wenn man so sagen will. Wir konnten das nicht verstehen. Wir konnten verstehen, okay, Papa ist einfach nicht zu Hause, weil er arbeiten musste. Mutti ist dann zu Hause gewesen. Dann auch Teilzeit, glaube ich, vorher immer gearbeitet. Weil Geld muss rangeholt werden. Und natürlich würde ich sagen, Montagearbeit kriegt man auch gutes Geld, aber leider nicht so viel gutes Geld, dass man ist einfach nicht zu Hause. Man ist nicht bei den Kindern dabei, wenn die größer sind. Man ist einfach nicht dabei. Und das ist mal doof. Das ist wirklich doof. Aber mein Vater musste es machen, weil was soll er sonst machen? Geld muss ran. On our property, there were old abandoned pieces of a shed and car long left unused. I used to ask him all the time who those people were that left all this junk, and I'm sure he got so tired of hearing it that he made up some elaborate stories how a brown bear ate them and haunted the woods afterwards. What's funny is I think it made those people seem more real.
growing up thinking they were still hanging out like they couldn't say goodbye. I used to tell my friends how I could swear I saw spirits move near the water, and that always freaked them out. I guess it didn't bother me, because the way I saw it, they were normal people with old cars and sheds, just trying to figure out how to survive and be happy in the middle of nowhere. It was a cool thought that they didn't want to leave, but you know, I was a weird kid. Well, you had good company since those ghosts liked living in a place where they were brutally devoured. Hier ist die Scheune. Das ist wirklich eine Hommage um seine Familie. Also eigentlich seinen Vater. Also die Beziehung von Sohn und Vater. Die bereitet er hier gerade auf. Ich will auch nichts verpassen. Schleichen wir hier durch das Land. Und suchen unsere Sachen hier. Was ist das denn hier? Ein Zelt mit einem Schlafsack. Und da oben müssen wir hin. Vor den Hügel. Ich denke, da kann man dann hochspringen. Ja, wir müssen da hochspringen. So. Storytelling 1.0. Almost all stories follow the same kind of structure, and it starts with an inciting event, and then there's rising action, and then there's a climax, and then there's falling action. And it's actually really difficult to make an interesting story where you only hear these two people talking, and it's spoken through a dream that's already happened. And the most of the action is about this animal that isn't directly related to this couple at all. So I don't know what I was thinking, but my hope was that it would create some interesting things and connections that I didn't see before. And that was kind of the whole exercise of making the first tree. So, jetzt sind wir hier oben. Da haben wir wieder so einen Baumstumpf oder Amboss. Nein. Zwei von dreien. Und wieder runter. Ich glaube, ich werde auch das Spiel, glaube ich, in einem Rutsch spielen. Weil ich habe nirgendwo gesehen, wo man abspeichern konnte. Was ist denn das denn? Ein Kinderknast, ja.
Drittes. Das weiß ich nicht, was es ist. Hopp, hopp, hopp. Haben wir, glaube ich, den Wald jetzt fertig. Jetzt können wir da lang gehen. Da hinten ist auch was. Ah, das war das, wo wir nicht hin konnten. Ich will da mal noch mal gucken. Zwei von dreien. Ihr weißt, was ich denke? Vielleicht muss man hier alle Steine machen und das Holzding geht dann zurück. Grabstein. Da waren wir schon, da waren wir schon. Da haben wir theoretisch hier alles angeguckt. Earlier I said I just love going through video games and exploring, like looking at every nook and cranny and just trying to find little details. And I think that started because in middle school and high school, I would make mods for my favorite games, namely Jedi Knight, Jedi Outcast, and Far Cry. And I loved like this huge world of mod makers who would make these levels and it'd be like the most random creative things. And I would just love exploring, usually multiplayer levels by myself. So even though I went to college for film, before that, like before high school, I was making video games and mods, and it was my favorite thing in the world. I made a ton of different levels. I made an abandoned space hotel with a dance floor and cafeteria. I made a haunted campground with cabins and tents. I made this whole city with like the first ever day-night cycle with running showers and stuff in the hotel and the apartment buildings. And I just loved making those mods, and I think that carries over to my game, the first tree, and also the one before that, Home is Where One Starts, which is it's exploration. You're just looking around and appreciating the details. Ja, tja. Mit Angel habe ich auch noch eine Story. Wir waren an einem Teich-Dingbums. Und mein Vater und ich wollten auch einen Angelschein machen. Mein Vater hat auch den Angelschein bestanden. Ich war es, wieder gesagt, zu dumm zu lernen. Und habe das auch nicht ernst genommen. Habe die praktische Prüfung bestanden. Aber die theoretische Prüfung habe ich voll versammelt. Also theoretisch. Eigentlich kann man da nicht durchfallen.
theoretisch. Aber ich bin stolzer Besitzer eines Durchfalls. Also nicht Durchfall in dem Sinne, sondern ich bin einfach durchgefallen. Einfach durchgefallen. Und dann bin ich mit meinem Vater angeln gewesen an diesen Teichen. Und das war wirklich sehr, sehr moderig, die Teiche. Und ich hatte, glaube ich, irgendwie einen Tag davor nicht so wirklich gut geschlafen. Und haben wir unsere Sitze aufgebaut. Und da saß ich dann da und bin voll eingenatzt. Also komplett eingenatzt. Und wo ich dann wach geworden bin, ich dachte so, okay, Papa hat das nicht gesehen, Papa hat das nicht gesehen. Ja, Papa hat das auch gesehen. Und dann habe ich so auf ganz cool dann die Rute genommen und dann eingesogen und dann war ein Fisch dran. Ein Karpfen. Und der Karpfen hatte mein Vater dann zu Hause dann ausgenommen. Und hat er das dann gebraten oder so. Aber es war nur modderig. Also wirklich, es war wirklich nur modderig. We were happiest underneath the evergreens. We decided it was time to finally map out the hundreds of acres we lived on just to pass the time during the summer. He was only free in the evenings, so I would spend the day wasting time on dial-up internet and sketching, and then we would rush into the woods, pen and map in hand, before evening fell. Sometimes the aurora borealis would cast a cold green glow on the mountainside, and we would finish our route underneath a twilight sky. Sometimes I was lonely during those summer days, but there was comfort in the routine. A lot of teenagers aren't looking for the daily grind, though. There's nothing wrong with wanting to get out, to leave your childhood home. You wanted to progress, to make something of yourself. Yeah, you're right. That house. I'm sure it's the same as how I left it. But then why does it feel so different? I doubt you're the only adult to have looked back and asked that question. Das ist er wirklich nicht. Shit. No. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich kann nicht so gut Englisch. Aber keine Ahnung, also wenn ein Spiel wirklich nur von der Sprache lebt, nur von den Dialogen und nicht von der Atmosphäre, dann ist es eigentlich in meinen Augen eigentlich komplett das falsche Game. Weil ein Game muss einfach dich einziehen. Muss dich einfach nur einziehen, wo du sagst, wow. Wenn das Game das nicht schafft, dann ist es ein Drecksgame. Also das ist wirklich so meine Meinung. Ein Game darf nicht so schwer sein, darf auch wieder nicht so einfach sein. Es muss einfach passen und dieses Game, das ist für komplett ein einfaches Game. Hier das ist es wirklich so, du machst es an und genießt das. Du genießt die Ruhe, genießt die Musik und nebenbei erzählt dir jemand seine Geschichte. Die Geschichte, wie er erwachsen geworden ist.
Die Geschichte von seinem Dad und er. Und du... Oh, das ist was. Und du tauchst einfach nur ein in seine Geschichte. Und das ist echt gut gemacht. Ich weiß auch nicht, warum wir diese Dinger einsammeln, aber wenn wir die einsammeln, dann sammeln wir die ein. Geile Logik, ist aber leider so. Oh, da haben wir den nächsten Stein. Oh. Ja. Oh. Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Es hört sich an wie Holz. Das heißt also, wir können da lang. Wir können da lang. So, jetzt muss ich hier nur rausfinden. Und das heißt nicht der erste Wald, sondern der erste Baum, glaube ich, weil Street heißt Baum. Aber warte mal. Ich google es. Ich google es. Übersetzer. Da ist Übersetzer. So. Yes. Der erste Baum. Der erste Baum, ja, das macht ja auch mehr Sinn. Da oben. Da ist irgendwie noch eine Erinnerung. Das zeigt es uns nur an. Aber das Ding ist, das kann ich mir nicht vorstellen. Eigentlich schon. Was sonst haben wir hier alles? Ah. YOLO. Dann laufen wir mal raus zum Holzding. Weil, glaube ich, da geht's weiter.
Ja, mein Bart hat gejuckt. So. Siehst du, da hinten leuchtet auch was. Also ich gehe davon aus, dass die Steine einfach nur leuchten, dass sie sagen, hey, hier bin ich. Geh zu mir, komm zu mir. Was ist denn das denn? Kaffeefehler? Ja, sowas. So, wir laufen jetzt eigentlich theoretisch genau darauf zu. Das heißt also, wenn wir da einen Stein finden, dann wissen wir, dass die Steine immer noch anscheinend sind, auch wenn wir die aktiviert haben. Weil das war ja unser erster Stein da hinten. Und er sieht aus wie ein Stein. Aber zuerst habe ich gedacht, dass die Welt übelst groß ist und dass wir das eigentlich voll schwer überblicken. Aber eigentlich habe ich jetzt irgendwie das Gefühl, dass wir jetzt einfach alles eingeteilt haben. Dieser Stein. So. Nein, 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 nein. Er ist noch auf der anderen Seite. So. Und da geht's weiter. So, hier ist das Ende des Let's Plays. Im nächsten Part geht es weiter. Und ja, wenn ihr es noch nicht gehabt habt und noch nicht gemacht habt, dann besucht mich einfach bei Twitch, lasst mir ein Follow da, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich wieder live gehe. Und wir sehen uns im nächsten Let's Play. Bis dann, ciao, ciao!